wetten, dass ich ein Wort kenne, wo ihr normalerweise abschaltet oder wegklickt. Regulierung. Aber nee, stopp. Heute treffe ich ein paar super tolle Nerds, die dieses Thema für uns digitalisieren. Regulierung ist notwendig, um Geldwäsche zu verhindern, um kriminelle Machenschaften zu verhindern, wie Menschenhandel, Kinderarbeit, aber auch um das Vertrauen in Märkte zu erhalten. Aber Regulierung nervt, bremst, kostet Zeit, kostet Geld und manchmal, so habe ich gehört, verhindert sie sogar Geschäft. Und wie das gehen soll, das erklärt mir jetzt Justus. Du hast schon konkrete Ideen, wie man die Regulierung digitalisiert. Bist du jetzt mehr Tech- oder Finance-Nerd? Ich würde sagen RegTech-Nerd. Wir versuchen die Regulierung technologisch zu lösen, damit es so einfach wie möglich für unsere Kunden wird. Was kann ich mir unter RegTech vorstellen? Wir versuchen die Regulierung, die Anforderungen, die es per Gesetz gibt, technologisch zu lösen. Unsere Kunden müssen Sorgfaltspflichten erfüllen und müssen dafür sorgen, dass sie wissen, wer ihre Geschäftspartner sind. Und dafür bedarf es gewisser Daten. Du sagst schon Daten. Ich sage, musst ja auch den Kunden kennen, wo sie herkommen. Gerade wir als Bank müssen ja wissen, mit wem haben wir es zu tun. KYC, Know Your Customer. Wie sieht es bei RegTech aus? Wie hilft das? Genau, du hast gesagt, wir brauchen Daten vom Kunden, aber diese Daten müssen auch plausibilisiert und offiziellen Charakter haben. Und da kommt die RegTech ins Spiel, weil wir verbinden nämlich die Daten vom Kunden zusammen mit den Daten, die offiziell in glaubwürdigen Quellen vorliegen. Jetzt habe ich die Daten, weiß mehr über den Kunden. Wie sehen solche Use Cases aus? Für was brauche ich das? Das braucht man bei der Kundenannahme, das braucht man, wenn ein Kunde einen Kredit haben möchte oder wenn ein Kunde eine Finanzierung braucht oder wenn ich einen neuen Vertragspartner habe, dann muss ich immer rausfinden, wer ist mein Kunde, sind da irgendwelche Anhaltspunkte für Geldwäsche oder Terrorfinanzierung vorhanden. Wie bekomme ich denn jetzt die Datenströme dieser Unternehmen sichtbar? Das kann man mit unserem Tool einfach machen. Darf ich mir ein Unternehmen aussuchen? Ja. Wir nehmen mal deins. Okay, gucken wir mal hier. Unsere Firma heißt ja Clarilab, unser Produkt KYC Now, deswegen müssen wir jetzt nach der Firma suchen, Clarilab. Ja. Und genau, wie du hier siehst, haben wir die Stammdaten. Wir müssen wissen, ist das Unternehmen registriert, in welchem Land. Und das zweitwichtigste ist der Geschäftszweck. Welchen Zweck hat das Unternehmen? Ja, und das, Programmierungstätigkeiten. Genau, und das ist jetzt, glaube ich, nicht so kritisch. Und dann im zweiten Bereich sehen wir, wer sind die eigentlich die Personen, die hier auftreten, die gesetzlichen Vertreter. Und wir sind zu dritt die Geschäftsführer. Wo kommen jetzt die ganzen Daten her? Genau, zum einen also aus einer Datenbank, die die Schufa hat. Und da sind die Unternehmensdaten vorhanden, aber auch die Daten zu den handelnden Personen, die dahinter stecken, sind vorhanden. Und wir verknüpfen quasi die Informationen zu den Unternehmen mit den natürlichen Personen. Ihr zieht also auch Daten, die frei gut zugänglich sind? Es gibt freie Daten und theoretisch könnte sich die jeder holen, aber das ist halt sehr, sehr aufwendig, sich diese frei verfügbaren Daten über Handelsregister einzuholen. Wir machen das fast automatisch, strukturieren das und stellen es viel einfacher zur Verfügung. Was finden wir jetzt über dich in der Maschine? Wir können mich prüfen, ob ich im Media-Screening bin und wie wir sehen, gibt es 14 Treffer, aber alle sind nicht wirklich Geldwäsche relevant, weil wir natürlich im Bereich Geldwäsche arbeiten und deswegen gibt es Treffer, aber wir sind halt ja nicht die Kriminellen. Ja. Das, was du mir hier gezeigt hast, sieht für mich aus wie eine digitale ID für Unternehmen. Ja, das ist RegTech. Ich glaube, du hast es verstanden, was RegTech jetzt ist. Genau, es ist noch nicht ganz die digitale Identität. Wie sehen das denn Unternehmen, dass ihre Daten bei einem privaten Unternehmen liegen? Was ja auch die digitale Identität der Zukunft verlangt, ist, dass jeder User eine Datenhoheit über seine Daten hat, sei es als Privatperson oder als Unternehmen. Und daher, ja, wir wollen das natürlich hosten, so spricht man in der RegTech-Welt, aber die Datenhoheit hat immer der Verbraucher bzw. das Unternehmen. Können also die Unternehmen jederzeit in die Daten von euch reinschauen? Jetzt geht das noch nicht so hundertprozentig digital, aber zukünftig wird das möglich sein. Geldwäsche und Terrorfinanzierung ist eine Aktivität, die wollen wir in der Gesellschaft nicht. Ja? Das sind Aktivitäten, die wollen wir nicht fördern. Und zum anderen möchte ich auch, dass dieser Prozess, die Regulierung so gut wie möglich umgesetzt wird. Ja? Es ist eine notwendige Regulierung, aber ich finde immer noch, dass die Banken es so einfach haben sollten wie möglich, diese Regulierung umzusetzen. Die sollen sich auf ihr Kerngeschäft fokussieren. Da wird sich mein Arbeitgeber aber freuen. Ja, nicht nur der, sondern viele, eigentlich alle Banken, alle Verpflichteten, die mit der Regulierung zu kämpfen haben, freuen sich über einfache, gute Lösungen.